Was sind die besonderen Herausforderungen in Ihrem Projektteil? Die besonderen Herausforderungen in unserem Projektteil sind tatsächlich die Umsetzung von einer bekannten Reaktion mit neuen Rohstoffen in einen neuen Prozess. Und alles das, was praktisch die Fragestellung ist von neuen Substraten hin zu den alten und den alten zu den neuen. Das heißt, wir wollen den Katalysator verstehen, wie er früher einmal war und wie er mit den neuen Substraten funktioniert. Warum macht es einen Unterschied, ob der Rohstoff aus der Elektrolyse oder aus der Dampfreformation kommt? Die Dampfreformation ist ein Verfahren, was wir schon sehr gut kennen und wo wir den reinen Rohstoff CO bekommen können, während wir bei der Elektrolyse jetzt ein ganz neues Verfahren haben, wo wir von CO2 und nicht mehr von Erdgas ausgehen und dadurch Herausforderungen haben. Das heißt beispielsweise noch CO2 zurückbleibt, andere Gase auch erzeugt werden in der Elektrolyse, die wir normalerweise in der Reformation gar nicht gesehen haben. Und aufgrund dessen haben wir dann anderes Verhalten des Katalysators. Und das versuchen wir genau in diesem Projekt zu verstehen, wo genau die Unterschiede sind, wenn wir mit verschiedenen Streams arbeiten. Wie sieht der Lösungsweg in dem Projekt aus? Was sind die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte in diesem Projekt sind tatsächlich vom Labor zu verstehen, was dieses neue Gasgemisch mit unseren Katalysatoren anfängt, um dieses Wissen dann letztendlich in die Pilotplan zu bringen, das heißt dann bei Evonik, um dann das Langzeitverhalten wirklich auf sehr langen Maßstäben zu verstehen, um praktisch das Risiko in dieser sehr langen Phase der Pilotplan zu verringern. Evonik, leading beyond chemistry.